Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Meilen-Highlights, Meilenschnäppchen, Juli 2024. Payback haben wir. Wir haben einen extra Lufthansa Miles & More Meilenflug, der nur über Meilen gebucht werden kann nach Kapstadt. Wir haben L'Octane als Kaufangebot, wo es mehr Meilen gibt. Wir haben, was haben wir denn noch? Kreditkarte haben wir. Also wir haben ein reichhaltiges Programm für euch, was wir euch vorstellen können, was wir von der Lufthansa bekommen haben, damit ihr auch wisst, wo ihr im Juli Meilen und Punkte sammeln könnt. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch Kanalmitgliedschaft, damit ihr solche Informationen vielleicht auch früher bekommt als andere und damit ihr immer up-to-date seid und keine Sendung verpasst. Das erste Thema, was wir heute haben, das ist der Meilenflug der Lufthansa. Und zwar im November hebt der erste Miles & More Community Award Flight ab in Richtung Südafrika. Es geht nach Kapstadt. Die Miles & More Teilnehmer können da exklusiv mit fliegen. Wenn ihr auf dem Flug seid, der Hinflug geht am 17.11., der Rückflug am 2.12. Und dieser Prämienflug ist mit der LH 570571 als Return oder als One-Way buchbar. Das heißt, der Return kostet in der Economy Class 60.000 bzw. 30.000 Meilen. Oder aber, wenn ihr den in der Premium Economy fliegen wollt, 45.000 Meilen als One-Way, 90.000 als Return und 150.000 der Business Class als Return, 75.000 als One-Way. Die Preise sind alle inklusive Zuschläge, zuzüglich Steuern und Gebühren, exklusives Gate-Event in München, besonderer Service und weitere Highlights. Also da seht ihr schon, dass von Lufthansa-Seite etwas geboten wird. Ihr könnt den Flug natürlich nicht verpassen. Also bucht ihn und schaut, dass ihr vielleicht noch einen Platz bekommt. Ich weiß nicht, wie die Buchungslage ist, denn die Buchung wird ab dem 11. Juli freigeschaltet. Und es wird natürlich da einen Run drauf geben. Und ich freue mich, wenn ihr einen Platz bekommen könnt. Dann gehen wir weiter mit dem Thema Kreditkarte. Und da gibt es ja immerhin weiterhin den Willkommensbonus, den es ja in der erhöhten Variante gab, mit 20.000 Meilen 2 Business Lounge Voucher für Neukunden. Heißt also, wenn ihr diese Aktion vom 31. bis zum 31.07. natürlich, weil wir haben ja erst 1. Juli, da bekommt. Ihr bekommt ein Premium-Versicherungspaket für private Reisen, zum Beispiel inklusive Reiserücktrittskosten, Auslandsreise, Krankenversicherung, Mietwagen, Vollkasko außerhalb Deutschlands, günstiges Bargeld abheben und 3-mal im Jahr 1 Gigabyte kostenloses Datenvolumen. Die Aktion geht wirklich bis zum 31.07., wer die Karte nicht hat. Und gerade wenn ihr einen Status habt, FTL, Senator oder Horn Circle, da gibt es nichts zu überlegen, die Karte nicht zu nehmen. Aber auch wenn ihr keinen Status habt, auch dann gibt es keinen Grund, da zu überlegen, die Karte nicht zu nehmen. Also eine Waffe im Portemonnaie des Meilensammlers, also ein Muss hier. Und das sage ich nicht einfach so, weil ich hier irgendwas bekomme. Ich bekomme gar nichts leider dafür, dass ich diese Dienstleistung für euch mache und euch die Daten und Fakten einfach liefere. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Payback. Payback ist auch ein Miles & More Partner, den wir lieben, den wir mögen, besonders wenn es Aktionen gibt. Und jetzt gibt es auch wieder ab dem 1.07. bis zum 31.07. die Aktion 30% mehr Punkte. Ihr wisst ja, ihr sollt 2-mal im Jahr nur Meilen transferieren. Also wer die Meilen von Lufthansa haben möchte und am meisten davon profitieren möchte, sollte die Payback-Punkte dann immer rüber transferieren, wenn es am meisten Boni gibt. Und der meisten Boni gibt es halt 2-mal im Jahr, jetzt 30%. Wir hatten im Juni schon darauf gewartet, dass es kommt, ist nicht gekommen, aber jetzt im Juli ist es und Gott sei Dank auch mehr als normal. Heißt also 30, das hat sich so anscheinend etabliert letztes Jahr. Gibt es sonst noch was zu dem Thema Payback zu sagen? 4.000 Punkte müssen es mindestens sein, die ihr rüber transferieren müsst und dann bekommt ihr halt diesen 30% Bonus. Also
Wenn schieben, dann jetzt. Und ich kann auch Leute nicht verstehen, die das sich auszahlen lassen bei Payback, weil das macht keinen Sinn, denn bei Lufthansa kannst du, ja, okay, Umweltbonuszulage oder wie auch immer und was da an Gebühren kommt, müssen wir ehrlicherweise sagen, ist teuer. Aber trotzdem bringen die Punkte dort am meisten, wie sagt man so schön im Englischen, Bang for the Buck, oder hier ist es Bang for the Euro. Wer mit Marriott unterwegs ist, aber keinen Status hat, der kann dort 12-fache Punkte sammeln bei Miles & More. Wichtig ist, dass wenn ihr dort über Nacht bleibt, für den Buchungszeitraum vom 1.7. bis zum 31. August sogar, also das heißt, über 2 Monate könnt ihr buchen und der Aufenthalt ist sogar bis zum 31. Oktober, beginnt schon am 1.7., also heute. Dann bekommt ihr, wenn ihr als Punktesammelmöglichkeit Miles & More eingetragen habt, bis zu 12 Meilen pro US-Dollar. Marriott Bonvoy Mitglieder bekommen halt nicht nur die 10 Punkte, die man sonst bekommt, sondern man bekommt noch 2 Punkte zusätzlich dazu. Und zusätzlich gibt es bis zum 31.11. natürlich, wer sich bei Marriott Bonvoy anmeldet, nochmal 250 Meilen on top. Aber wer von euch ist nicht bei Marriott? Also das kann ich nicht verstehen. Eine der interessanteren Marken in meinen Augen. Shopping ist natürlich etwas, was wir alle mögen. Shopping ist etwas, was wir lieben. Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, Meilen zu sammeln, Meilen zu bekommen. Und da sollte man auch wirklich darauf achten. Wenn man bei Jack Wolfskin einkauft im gesamten Juli, dann gibt es 15-fache Meilen in 10-fache Meilen von Cadus und Peter Hahn. Heißt also, dass man hier auch zum Beispiel vom 12. bis zum 14. Juli bei Westwing und Lockton noch mehr Meilen sammeln kann. Heißt, hier gibt es dann auch bis zu 50-fache Meilen. Ich denke mal, dass man damit das Sicherheitssoftware Avira meint. Ich kann euch ehrlicherweise nicht sagen, was Avira macht oder tut. Wer es von euch kennt, kann unten kommentieren und kann dazu sagen, was er davon hält. Auch wichtig ist, wenn ihr im Shop des Monats Vodafone einkauft, dann könnt ihr bis zu 20.000 Meilen bekommen. Das sind die ausgewählten Shop-Neuigkeiten, wo ihr Meilen bekommt. Und jetzt kommen wir zu den Lufthansa Miles & More Meilenschnäppchen für den Juli 2024. Ihr wisst ja wie immer, dass es bei den Meilenschnäppchen den Buchungszeitraum wie immer für den ganzen Monat gibt. 1. Juli bis zum 31. Juli. Bei der Kurzstrecke ist der Buchungszeitraum der 15.8. bis zum 30.9. Und die Ziele sind in der Economy Class erstmal innerdeutsch, Berlin, Köln, Bonn, Münster, Osnabrück, Hannover, Paderborn, Lippstadt. Das sind 15.000 Meilen. Wer weiter weg möchte mit demselben Buchungs- und Reisezeitraum, auch für 15.000 Meilen, Paris, Toulouse, Amsterdam, Dublin, London City, Sibiu, Trondheim, Billund, Bologna, Rom, Mailand, Linate, Mailand, Malpensa, Neapel, Triest, Turin, Venedig, Verona, Riga, Tallinn, Vilnius, Kopenhagen, Stockholm, Göteborg, Kalmar, Catania, Palermo, Malta, Lamezia, Terma. Wer sagt, dass es mir nicht weit genug kann, mit 30.000 Meilen weiterfliegen. Buchungszeitraum ist hier natürlich wieder der Juli, aber der Reisezeitraum ist etwas länger. Weg von uns ist nämlich der 15.10. bis zum 30.11.2024. Und Ziele sind festhalten: Minneapolis, Austin, Los Angeles, San Diego, Houston, Charlotte in North Carolina, Atlanta, Detroit, Boston, New York, JFK, Newark, New Jersey. Also da sollte es doch was für jeden geben. Wer aber sagt, ich möchte mit meinem Luxuskörper in der Premium Economy fliegen, der kann das auch machen, auch wieder 15.10. bis zum 30.11. 40.000 Meilen, also gar nicht mal so viel mehr Meilen und hat etwas mehr Komfort. Ziele können sich auch sehen lassen: Minneapolis, Los Angeles und Detroit. Business Class ist das, worauf ihr am längsten wartet, und das gebe ich euch natürlich auch sofort. Das ist mit dem Reisezeitraum wieder mit dem verkürzten, also näher ran an uns, 15.8. bis zum 30.9.2024 ist der Reisezeitraum für Berlin, Köln, Bonn, Münster, Osnabrück, Hannover, Paderborn, Lippstadt. Dann, wer weiter weg möchte, für 25.000 Meilen
auch mit demselben Reise- und Buchungszeitraum. Paris, Toulouse, Amsterdam, Schiphol, Dublin, London City, Cebu, Trondheim, Billund, Bologna, Rom, Mailand, Linate, Mailand, Malpensa, Neapel, Triest, Turin, Venedig, Verona, Riga, Tallinn, Vilnius, Kopenhagen, ich muss auch das Atmen nicht vergessen, Stockholm, Göteborg, Kalmar, Catania, Palermo, Malta, Lamezia, Terma. Also, und wer noch weiter weg möchte, ja, festhalten, für 55.000 Meilen geht es nach Detroit in der Business-Klasse. Wer hatte gedacht, dass es USA nochmal gibt? Viele von euch hatten sich ja beschwert, dass es die USA nicht gibt als Business-Class-Ziel. Ich empfehle euch natürlich dann auch nochmal zu schauen am Montag, dem heutigen 1. Juli, was die LOT zum Beispiel bringt, weil die sind ja auch immer ein Kandidat, um Nordamerika-Flüge zu bringen, was bei euch natürlich zu Recht eine hohe Nachfrage erfährt. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, Kanalmitgliedschaft und ich freue mich auf euch und wenn ihr Fragen, Sorgen, Ängste und Nöte habt. Insofern bis bald und Abspann für euch. Also bis dann, ciao, ciao und hier kommt dann auch schon der Abspann.